Seid gegrüßt und recht herzlich willkommen zu einem neuen, ja, doch speziellen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Mit mir dabei ist der Tino, der IMTS. Grüß dich. Hallo. Wie ihr wisst, machen wir ja jedes Jahr ein Winterspecial. Das haben wir zweimal im 19er gemacht und haben das jetzt erstmalig auch im 22er gemacht. Sind dort allerdings auf Probleme gestoßen, die wir glücklicherweise auch beheben konnten. Konnten dann unser Winterspecial machen. Es gab dann auch Nachfrage danach, sodass wir uns dann auch dazu entschlossen haben, das Ganze für euch verfügbar zu machen. Dazu kommen wir jetzt aber dann im Einzelnen mal. Erstmal die Probleme, Tino, und da würde ich an der Stelle an dich übergeben. Ja, genau. Die Probleme, ich denke mal, das hat auch jeder, der versucht hat, ein bisschen Winterdienst auf seiner Karte zu machen, schon mitbekommen. Im Prinzip sind alle Straßen immer geräumt. Das heißt, man kann auf den öffentlichen Straßen schon mal nichts wirklich veranstalten. Und das nächste Problem ist, selbst wenn die Straße ein bisschen zugeschneit ist und man versucht, die Ränder ein bisschen freier zu machen, die sind dann wie Beton, da tut sich auch nichts. Und Innenstädte und auch Plätze, wo man eigentlich was verkaufen möchte, kann man in den wenigsten Fällen wirklich freiräumen. Das ist immer ein Hindernis. Genau, Da war nämlich jetzt bei unserem Winterspecial das Problem. Wir wollen ja nicht nur mal kurz auf den Hof 3 Runden drehen oder einen Feldweg abkratzen. Na, und da haben wir mal geschaut, was kann man unternehmen, damit man den Winter auf der Karte hat. Genau, Überall. also richtig. Wir wissen natürlich nicht, wie das dann bei Modmaps ist. Dazu kommt man aber vielleicht gesondert irgendwann nochmal. Bei den Vanilla-Karten ist es halt so, dass man nicht wirklich den Winterdienst benutzen kann, außer auf dem eigenen Hof, und das ist natürlich sinnfrei. Was uns dann zum Anlass, oder was wir zum Anlass genommen haben, ich muss da besser sagen, Tino, Dirk, De Boer und Merzi, also Grüße auch an die jetzt hier nicht dabei sind, vielen Dank, zum Anlass genommen haben, das Problem mal ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Im Endeffekt ist die Lösung relativ einfach. Den Weg zu finden jedoch hat ein paar Abende gekostet. Oh, ja. Ja, wir hatten dann relativ zügig herausbekommen, dass es erstmal überall schneit. Ja. Und ja, dann haben wir auch festgestellt, wir können da trotzdem nichts machen. Ja. Aber wie gesagt, jetzt haben wir alles im Griff. Wir sehen es ja hier, wir stehen jetzt nach dem Stream sozusagen. Ja. Man sieht, wir haben jetzt hier schon die Ortschaft freigeräumt. Das war alles zugeschneit. Wir haben jetzt den Schnee nach rechts und links gebracht mit Schneepflug und Schneefräse, was uns so zur Verfügung steht. Wir haben eben auch gemerkt, dass eben das Salztechnische schwierig ist. Ja. Sobald es ein bisschen zu viel geschneit hat, wird es schwierig. Dann räumt der Schneepflug entweder alles oder lässt doch so viel stehen, dass der Salzstreuer nicht funktioniert. Wer aber jetzt wirklich rechtzeitig hinterher ist, der kann natürlich auch alles mit Salz abstreuen. Ja. Ja, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass es hier in dem Fall natürlich ordentlich geschneit hat und dann auch wirklich kräftig Schnee am Start war, weshalb wir fräsen mussten, schieben mussten, überall an die Grenzen gekommen sind, ob jetzt mit Klein- oder mit Großtechnik. Das war schon eine spannende Geschichte, was man so im 19er so extrem oder eklatant, glaube ich, nicht hatte. War schon recht spannend. Hat man noch nicht ganz so viel Technik zur Verfügung, ne? Und hat man auch einen extremen Winter. Ja. Na, genau. Also das Ganze hat dann letzten Endes funktioniert. Es gab von euch viel Nachfrage. Wir mussten, oder besser gesagt, die vorher schon erwähnten Leute mussten in den Editor abtauchen und die Map quasi umändern. Genau, wir sind jetzt hier sozusagen, es ist zwar die Ehrengrad, aber die ist direkt als Mod-Map jetzt gebaut. Ja. Dass man sozusagen in den Mods-Ordner packt und dann dort aufruft. Während des Winterspecials haben wir natürlich auch viele Leute gefragt, wie geht denn das? Logisch, ganz normal und ganz klar. Wir haben das dann erwähnt, dass wir das angepasst haben und die Nachfrage danach war entsprechend doch höher als eigentlich gedacht. Wahrscheinlich gibt es da draußen doch ein paar mehr Leute, die auch gerne mal einen Winterdienst machen wollen. Sodass wir uns jetzt dazu entschlossen haben, weshalb wir auch hier jetzt dieses Video machen, das Ganze für euch natürlich zur Verfügung zu stellen. Sprich die Mod-Karte oder die angepasste Ehrengrad-Karte. Euch aber auch im Prinzip eine Anleitung darüber geben, wie ihr euer eigenes Safe-Game, wenn ihr auf der Ehrengrad seid, dafür auch noch anpassen könnt. Das Ganze wird dann der Tino am Ende des Videos zusätzlich nochmal Schritt für Schritt erklären. Das hängen wir dann am Ende einfach mit dran. Genau, denn es ist ja jetzt nicht nur so, dass die Karte im Winter funktioniert. Es ist eben die ganz normale Ehrengrad, eben mit diesem Unterschied im Winter, aber natürlich kann man sie ganzjährig bespielen und auch relativ einfach den Spielstand hier rüberholen und dann ist auch nichts anders als vorher. Was wir jetzt hier noch haben, sind bunte Straßen auf der Karte.
Das ist richtig. Jetzt Räumrouten, das werden wir auch sicher so drinnen lassen, wer das machen möchte. Ja, Und dann kann man sich ja auch dementsprechend das ein oder andere Geld dann zuschieden. Denn richtige Wintermissionen gibt's nicht, aber man kann ja sagen, okay, wenn ich die Strecken abstreue, mache ich mir 2.000 aufs Konto, mache ich eine größere Räumung, mache mir eben so 4.000, 5.000 aufs Konto und so könnte man den Winter über auch einen kleinen Verdienst machen. genau, denn das lasst euch gesagt sein, man kann dort locker auch mit seinen Kumpels und Multiplayer etliche Stunden zubringen, wenn alles zugeschneit ist, glaubt's uns, das ist wirklich extrem viel Arbeit und sehr, sehr spannend. Also, wie gesagt, wir geben euch die Option, oder Tino gibt euch die Option, in einem Tutorial-Part dieses Videos, euch zu erklären oder die Option, euer Safe-Game reinzuholen, euer Erlengrad Safe-Game. Optional stellen wir einfach auch noch unser LU-Wohnzimmer Safe-Game mit zur Verfügung. Das beinhaltet dann hier noch so einen kleinen Straßenmeistereihof, der ist sonst natürlich nicht mit dabei. Den haben wir frei, oder den hat Tino frei platziert. Was natürlich nicht mit dabei ist, sind die ganzen Gerätschaften. Insofern sie nicht verfügbar sind, also es sind alles leer. Das könnt ihr euch dann noch anpassen. Sprich, also dort ist auch entsprechend der Almhof mit dabei, der Haupthof mit dabei, alles, was ihr von uns eben kennt. Und Genau, wer da... Lernerweiterung. Genau, und wer da Lust drauf hat, der kann sich optional dieses Safe-Game natürlich noch mit runterziehen. Ja, ich würde sagen, dass in diesem kurzen oder knappen Video dazu im Prinzip alles gesagt ist. Hast du noch einen Part? Tatsächlich gibt es noch eine Kleinigkeit. Ja. Wir könnten vielleicht mal etwas, oder du gehst mal in den Baumodus, in einen Überflug und schaust dir mal die Straßen an, die weiter oben am Hang sind. Man muss ja immer bedenken, dass der Schnee vom Bodengitter aus aufgebaut wird. Das gilt für alle Haufen im Spiel. Mhm. Und eine Geometrie, die eben drüber ist, wird immer Teile verdecken. Und wenn man jetzt die Passstraßen vor allen Dingen oben anschaut, dann sieht man eben, dass immer wieder die Straße teilweise komplett zu sehen ist und kein Schnee. Ja. Ja, das muss man jetzt eben bedenken. Das ist aber auch, kann man sagen, wie in der Realität. Ne? Es gibt Verwehungen, da ist es eben weg. Und dann wird es eben auch Stellen geben, wo es ordentlich dick liegt. Ja. Ja, und das ist eben, dass man sich da nicht wundert, wenn plötzlich auf der Straße nichts liegt. Es ist dann eben unten auf der Hauptgeometrie angesetzt. Und das ist eben auch das Problem mit der Salzstreuung. Ne? Man kann eben nur räumen bis zur Straßenoberfläche. Und was drunter liegt, ist dann einfach zu hoch für den Salzstreuer. Ja. Ne? Ja. Ja, das ist so die kleine Besonderheit, die man bedenken muss. Genau. Und dann denke ich mal, kommt man hier ganz gut zurecht. Genau, wenn ihr entsprechend Fragen habt, prinzipielle, generelle Fragen, könnt ihr das natürlich gern in die Kommentare schreiben. Gibt es Fragen zum Einbau, könnt ihr sicherlich auch auf Tinos Discord ein paar Fragen stellen. Das Ganze verlinke ich euch natürlich mit hier in der Videobeschreibung. Wir würden uns jetzt offiziell vom Hauptpart entsprechend verabschieden und leiten dann jetzt am Ende des Videos oder packen am Ende des Videos noch den kleinen Tutorial-Part zur Anpassung des Safe-Games, beziehungsweise wie ihr euer Safe-Game auf die Erlengrad, auf die Winter-Erlengrad, nenne ich es mal, hier mit rüberholen könnt. Und nun kommen wir nochmal dazu, wie man sozusagen das Safe-Game von der Original Erlengrad auf die Erlengrad, die wir für den Winter modifiziert hat, übernehmen kann. Ich habe dazu sozusagen dieses Winterpack als ZIP, das gibt es zum Download und da drin sind dann die entsprechenden Sachen, die benötigt werden. Das ist zum einen die Map selber, die kommt in den Mods-Ordner rein und was wir jetzt hier noch haben, sind 2 Dateien und eine englische und eine deutsche Lies mich bzw. README-Datei. Und die habe ich ja auch schon mal geöffnet in Deutsch. Und da steht auch nochmal eigentlich genau das drin, was ich jetzt auch versuche zu erklären. Genau, die Erlengrad-ZIP kommt in den Mods-Ordner. Dann haben wir diese 2 GRLE-Dateien. Die müssen einfach nur kopiert werden. Ich kann dazu mal kurz sozusagen hier den FS22-Ordner öffnen. Hier haben wir ja in den Mods-Ordner bereits die Erlengrad reingeschoben. Und nachdem wir dann ein Backup von dem Safe-Game gemacht haben, das wir verändern wollen, können wir das dann öffnen. Die sehen im Prinzip alle gleich aus innen drin. Und dann haben wir hier irgendwo genau diese Dateien, die wir ersetzen müssen. Das sollte diese hier sein. Können wir mal schauen. So, genau, da hätten wir hier die Info Layer Placement Collision Generated und die Info Layer Tip Collision Generated. Das sind diese beiden Dateien, die würde aus dem Spielstand rausnehmen und durch diese mitgelieferten ersetzen. Die sorgen eben dafür,
dass Schnee überall abgekippt werden kann. Und das hier, das hat auch noch damit zu tun, dass man überall hin bauen kann. Ja, und wenn wir jetzt alles kopiert haben, kommt noch der Part, an dem wir die Career Save Game XML ändern müssen. Die können wir einfach öffnen. Entweder so wie ich das hier mache mit einem Notepad++. Es geht auch mit einem einfachen Texteditor oder einem anderen XML-Editor. Und hier gilt es dann ein paar Zeilen auszutauschen. Da hätten wir gleich hier oben diese beiden. Und das ist auch genau angegeben. Ne? Hier, das wäre, was original dastehen sollte. Und das ist dann das, was wir dafür eingeben. Das ist eben damit dann die richtige Karte gefunden wird. Das ist dann die aus dem Mods-Ordner. Und dann müsste man noch diese Zeile einfügen. Und das geschieht hier unten einfach mit in die Mod-Liste sozusagen. Das ist, damit das Programm weiß, dort ist der Mod zu finden. Und wenn das eingefügt wurde in den Spielstand, ist auch alles soweit okay. Dann könnt ihr sozusagen das Spiel starten und euren Spielstand wie immer laden und dann geht auch alles genau so weiter wie auch bisher. Eben mit den Änderungen für den Winter und dass eure Straßen dann bunt sind für die Winterdienstrouten. Ja, wer jetzt natürlich ein Spiel direkt neu starten möchte, braucht das alles nicht zu tun. Der macht eben die Ehrengrad in den Mods-Ordner, die Karte, und startet ein neues Spiel. Da gibt es nichts weiter zu beachten. Ne, dann würde man sagen, vielen lieben Dank fürs Anschauen. Ne, wenn ihr das hilfreich fandet, wenn ihr euch freut darüber oder dergleichen, gebt uns gerne ein Däumchen nach oben. Kostenloses Abonnement nicht vergessen. Und wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, Freunde. Ciao, ciao. Tschüss.